Hi und herzlich willkommen zu meinem Stand der Dinge im Bereich des Diamond Painting. Ich habe ein bisschen was gepaintet, aber heute ist bei mir nicht Sonntag, sondern es ist Samstag. Das heißt, es ist nicht der super aktuellste Stand wie sonst, sondern wie gesagt, es ist ein Tag früher. Aber ich dachte, das ist nicht so schlimm, denn ich denke, ja, an dem einen Tag wird jetzt nicht so viel passieren. Eine Sache, die passieren wird, da kannst du fest von ausgehen, ist, dass ich das Fältchen bei meinem Otter painte, weil da ist für morgen ja schon wieder ein neues Fältchen angesagt. Ja, soweit bin ich mit meinem Otter Spirit von Diamond Art Club. Ich habe den ja für das Event von Heike in 30 Felder eingeteilt. Das Event geht über 2 Monate und alle 2 Tage wird halt eine Zahl gezogen, die man dann paintet. Ja, ich muss noch, ich glaube, die 23 painten und morgen am Sonntag kommt dann noch eine Zahl. Ja, aber ich dachte, die 23, die ist nicht so groß. Da ist das nicht so dramatisch. Vielleicht mache ich auch beide Felder dann zusammen, je nachdem, wo das andere liegt. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall fehlt mir da das eine Feld. Und das werde ich heute noch painten. Ja, aber sonst ist der wirklich schön. Also wenn man dann so das Bild, das ist ja so ein bisschen milchig abgedeckt durch die Release Papers, wenn man dann so sieht, wie die Farbe zustande kommt, finde ich das wirklich toll. Hier sind ja verschiedene Sondersteinchen mit dabei. Es ist der AB dabei, der weiße, und hier einmal in Blau. AB sind die Aurora Borealis Steinchen und hier in Rot. Und eigentlich war ich der Meinung, dass da ja auch noch die Z-Steine mit dabei sind, also Fairy Dust Steine. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube hier das intensivere Blau. Hubala. Ja, das sind auch Fairy Dust. Da ist Fairy Dust und AB nebeneinander. Finde ich sehr, sehr schön. Ist auch ein sehr, sehr schönes Bild. Wie gesagt, macht sehr viel Spaß. Und für so ein Kästchen, je nachdem, wenn es jetzt so ist, von der Farbgebung her, bin ich jetzt eine Stunde beschäftigt. Wenn das jetzt hier sowas war, wo halt ein bisschen mehr los ist und man die Farbe ein bisschen öfters mal wechselt, dann habe ich da, ich glaube, 1:15 oder sowas hatte ich da gebraucht. Ich habe bei dem Feld hatte ich geschaut und bei dem hier. Ja. Wobei das hier sieht aus, als wäre das sozusagen nur 2, 3 Farben. Aber da sind halt ganz viele unterschiedliche, du siehst es, Blautöne mit dabei. Blau-Grüntöne. Dunkle Töne. Aber trotzdem finde ich, kommt das Bild so super schön zur Geltung. Ja, ich hatte mit den Steinchen jetzt nicht, aber mit meiner Aufbewahrung ein paar Probleme. Ich habe das ja hier in dieser Aufbewahrung stehen, die ich selber gedruckt habe, aber nicht entworfen. Also der Entwurf ist nicht von mir. Ja, auf jeden Fall sind mir da, die sind ja hier hinten sozusagen zusammengesteckt. Ich kann dir das mal zeigen.
mit so einem Stecksystem. Sieht man gar nicht so gut, der ist auch dunkel. Und ja, da ist mir unten die Reihe einmal komplett durchgebrochen. Also die Halterung, die Stecker da sind wirklich einmal durchgebrochen und dann ist alles flupp auseinandergefallen. Die Steinchen in den Döschen sind halt hier rausgeplumpst zum Teil. Mein war nicht schlimm. Die Dosen haben ja zugehalten und es ist ja alles beschriftet. Deswegen war das halb so schlimm. Ja, aber es hat trotzdem ein bisschen aufgehalten. Ja, Missgeschicke passieren. Was will man machen? Ja. Deswegen. So, jetzt hoffe ich, ich habe jetzt die Stecker mit einem anderen, festeren Filament genommen, was man auch für den Drucker nehmen kann. Also wenn man sich zum Aufrüsten des Druckers die Teile da selber drucken kann. Und dieses Filament soll halt definitiv mehr aushalten. Ich habe das letzte Mal mit dem grünen Filament diese Steckdinger gedruckt. Und ja, das hat das halt nicht ausgehalten. Das Gewicht von den Steinchen, dann dieses Hin- und Herstellen und so. Ich meine, das kann passieren. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Ja, aber es hat ein bisschen zurückgeworfen einfach. Ja, dann habe ich ja nicht nur am Otter gepainted, sondern ich habe auch das Kätzchen fertig gemacht. Das ist jetzt auch einmal gepainted. Hier innen drin das Grün, das war der weiße oder silberne hier und das Kätzchen selber ist in Strassfarben und hier die Schwarz und hier diese weiße Umrandung, die sind normale Steinchen. Ja, eigentlich ganz süß das Kätzchen. Genau, das ist auch gepainted oder fertig gepainted. Da hatte ich dir gezeigt, dass ich da noch am Anfang war. Das ist auch einmal fertig gepainted. Dann habe ich noch für das Event von Sanyo für das Mini-Bilder-Event dieses hier gepainted. Das von Karat Art. Die Mini-Bilder mit dem Happy Food. Und dann habe ich das einmal für ihr Event gepainted von den Mini-Bildern. Das Event geht, glaube ich, jetzt diesen Monat bis Ende Juni. Und ja, ich weiß halt nicht, ob hier das dazu zählt, weil da sind ja auch Sondersteinchen mit drin. Ja, und man paintet ja nicht alles sozusagen in der Reihe, so wie hier jetzt, sondern hier ist es ja alles so ein bisschen kreuz und quer. Deswegen dachte ich, painte ich hier noch eins von Karat Art. Ich glaube, die Happy Food und die Schmetterlinge von Karat Art, die sind jetzt wieder auf Lager. Genau. Auch. Gefällt mir auch sehr gut. Sehr, sehr, sehr goldig. Die Röllchen da. Ja. So, das nächste Bild. Das ist einmal von der Hobby-Ecke. Das, ich glaube, lächelnde Mädchen Marie. Marie, das lächelnde Mädchen. In runden Steinchen. Da habe ich die im letzten Stand der Dinge oben hatte ich gepainted. Das Auge war schon und ein Streifen hier war schon. Und jetzt habe ich hier unten die Reihe gepainted. Oder mehr wie die Reihe einfach. Ich schiebe mir jetzt immer so ein bisschen entweder die Folie oder das Release-Papier auf, damit ich das immer noch mal so ein bisschen nachvollziehen kann. So rum gehörte es. So, ja, also die Ecke hier unten habe ich gepainted.
Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das mache ich weiter zu dem Event Diamond und Gefühle von der lieben Farbenzauberwelt. Und ja, ich finde das Bild halt wirklich sehr, sehr schön, weil das einfach so viele verschiedene Farben hat. Ja, und alles so ineinander geht. Es sind fröhliche Farben dabei, es sind aber auch sozusagen ein paar sachte Farben dabei. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Man hat hier AB dabei, es sind Fairy Dust dabei und man hat wirklich also hier eine große Anzahl von Sondersteinchen dabei. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, das Bild macht unheimlich viel Spaß. Man kann sich richtig entspannen dabei und ja, seinen Kopf abschalten sozusagen. Wirklich ganz, ganz toll. Genau. Und dann habe ich noch an meiner Schlange weitergepaintet. An dem Tierkreiszeichen der Schlange von der Künstlerin Shalala Rias aus dem Shop von Pichu Moon Art. Die ist 50 x 60 und bestellt hatte ich sie, wie gesagt, hier mal ohne Sondersteine. Und hier bei dem Bild baue ich selber AB und Fairy Dust Steine mit ein. Und da kam hier das Stückchen dazu. Ich dachte ja eigentlich, dass ich hier rüber gehe, aber ich bin hier hochgegangen. Warum auch immer, fragt mich nicht. Das war irgendwie, ja, hat es mich hier die Seite hochgezogen sozusagen. Ja, und auch hier so ein paar AB-Steinchen habe ich mit eingebaut. Hier in der Blüte dann wieder welche mit reingenommen, damit sich das von den großen Blüten nochmal aufgreift. Ja, ich glaube, das sind Lotusse, von den Lotusblüten, dass das sich wiederfindet einfach. Und so ein bisschen dann hier oben im Himmel habe ich mit reingemacht. AB-Steine. Ja. So, und dann ist hier einmal der Streifen, den ich gepaintet habe. Das war der Streifen hier hoch. So rum gehört es. Genau. Ja. Und das war sozusagen die Woche. Bis auf den Otter, wie gesagt, das eine Fältchen kommt heute noch. Und dann mal schauen, was die nächste Woche noch alles so bringt. Da lasse ich mich überraschen. Je nachdem, zu welchem Bild es mich hinzieht, werde ich das dann painten. Ich finde die Bilder alle, also mir persönlich gefallen die alle sehr, sehr gut. Ich bin auch die Woche schwach geworden und habe ein Bild oder es sind zwei Bilder bestellt bei Trudis Diamond Painting Art Shop. Ja, mal gucken. Ich zeige sie dir, wenn sie ankommen. Und es kam auch ein kleines, großes Paketchen von Diamond Art Club. Ich weiß nicht, was mich da wieder geritten hat, aber manchmal habe ich so Phasen und ja, dann wird ein Bildchen geshoppt. Wobei
dass das jetzt auf einmal, ja, es sind, ich glaube, 4 Bilder insgesamt. Da dachte ich im Nachhinein, was hast du getan? Denn ich habe ja noch Bilder in Arbeit und ich habe dir jetzt auch schon ein Bild gezeigt, was ich für den Juli gerne machen wollte. Und ja, aber manchmal, ich weiß nicht, was das ist. Manchmal ist es einfach so. Vielleicht kennst du das. Und ja, mein Kopf hat ausgesetzt und mein Herz hat entschieden. Und flutsch waren die Sachen bestellt. Ja, das von Diamond Art Club, weil das ja auch 2 Bilderchen sind, die würde ich dir gerne mal dienstags in einem Video zeigen. Ja, die sind wunderschön. Ich finde sie unglaublich schön, aber sie sind auch wieder groß. Ja. Ich weiß nicht. Aber gut, vielleicht kennst du das ja. Oder ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Ja, aber es werden ja auch Bilder fertig. Ja, ja gut. No, was soll ich da um den heißen Brei reden? Es ist, wie es ist und du wirst sie sehen, wenn du möchtest. Und wie gesagt, dienstags wirst du sie dann in einem Unboxing sehen. Ich würde mich freuen, wenn du einschaltest und dir das anschaust und mir dann deine Meinung zu den Bilderchen einfach schreibst und sagst. Ja, nichtsdestotrotz finde ich, war das doch eine schöne Painting-Woche und ich freue mich jetzt gleich auf den Otter Spirit, dass ich da das kleine Fältchen mache und dann mal schauen, welches Bild dann als nächstes dran ist. In diesem Sinne, bleib gesund, hab noch einen wunderschönen Tag. Lass mir gerne ein Däumchen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.